Uiui, geht das schon richtig zu? Hi zusammen. Vom Windchen Nightshift, Mupuckel, Wellenbummler, hi. Hi, schön, dass ihr da seid. Hi. Bin sofort soweit. Genau, das habe ich gerade ausprobiert. Dann, ja, man hat sie gehört, aber ich habe gerade kurz die Vorschau noch laufen gehabt. Okay. Ähm, hi. Ach Gott, ist okay. Bild nicht da, oder? Das gerade kurz. Ah, jetzt haben wir Bild. Okay, perfekt. Wir machen weiter am Hotel. Wie das alles funktioniert. Denke aber. Ja, da sind wir da. Perfekt. Server beitreten. Wollen wir doch. Ach Gott. Ah ja, genau, stimmt. Ja, wir sind noch creative. Okay, wir sind noch creative. Ähm, Ich mache mal die Fackeln als erster weg. Ja gut, ich glaube, wir haben noch schon ein bisschen Zeit. Wir haben ja, glaube ich, noch ein bisschen, wie nennt man es, was zu tun hier. Ach, das ist die Musik im Hintergrund. Da hat man gerade schon, hey, was macht denn so komische Geräusche? Was ist diese Melodie? Ich kenne sie nicht. Ähm, ja, jetzt wie schauen wir nochmal. Was haben wir denn unten alles? Wir haben unten die Dinger da. Die Platten, wir haben die Treppen, haben die Redstone-Teile, wir haben die Dinger. Eventuell brauchen wir Schnüre. Lampen haben wir. Die Slabs brauchen wir, glaube ich, nicht. Die sind gar nicht anders. Die haben wir gar nicht anders gemacht von der Farbe her. Aber hier ist eine andere Farbe. Hier könnte man den Unterschied reinbringen, ein bisschen mit dem dunklen. Das wäre ganz okay, glaube ich. Wie machen wir es? Wie machen wir es? Wir haben ja hier keinen. Ich fange jetzt einfach mal an. Oder irgendwas hinpflastern, würde ich sagen. Einfach mal so. Einfach mal anfangen. Hier ist die Küche. Also wir brauchen quasi hier einen gewissen Bereich, sage ich jetzt mal, hätte ich gern abtrennt. Wenn wir hier so Kabinen machen, wenn wir wollen. Eventuell wäre doch ein. Wie schaut denn das aus? Ich meine, die Option existiert natürlich. Das ist einfach nur so Abgrenzungen. Eins, 2, 3, 4 brauchen wir dann. Wir quasi das nächste machen. Da wäre hier wieder eine. Ach, das stimmt. Also warum. Nein, Moment mal, das stimmt so nicht. Das ist halt auch ein bisschen eng, gell? Und durchkommen würden wir. Das wäre jetzt das Problem eigentlich nicht. Hier haben wir das Problem mit der Beleuchtung. Ja, Problem kann man nicht sagen. Hier hätten wir. Ah, das gefällt mir nicht. Das ist mir irgendwie zu weitläufig. Ja gut, alternativ kann man natürlich da hinten an. Also halt hier ein Vierer. 'n. 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 'n
das könnte funktionieren. Das könnte schon eher funktionieren. Jetzt hier die Dinger reinpflastern da, einfach so Gürtel. Ja, die dunklen sind schlecht. Ach, belastend. Hat halt nichts Besonderes, sag ich jetzt einmal. Ich mache es jetzt einfach wie unten. Ich meine, das ist jetzt nichts Besonderes aktuell, unabhängig von dem. Die Wand, die Wand, die Wand, die Wand. Irgendwas gefällt mir an der Wand noch nicht so ganz. Das ist eine Trennwand drin, das sind so kleine Gänge. Ah, okay, der Vierer ist schon nice. Aber wir könnten halt, wenn wir jetzt unten schauen, da auch nochmal wir brauchen irgendein System drin. Wir haben unten haben wir ein System mit den ganzen Bereichen. Also hier sind immer wieder die. Ich weiß gar nicht, warum da kein Vierer ist. Ah, jetzt ist da wieder Vierer, keine Ahnung. Wir haben das immer vor den Dingern gehabt da. Also immer 3 Abstand dazwischen. Und dann 1, 2, 3, 4, 5 Abstand. 1, 2, 3, 4. Ja, oder nicht. Ich habe es gemacht, dass es gut ausschaut. Sagen wir es so, glaube ich. Ähm, 1, 2, 3, 4, 5 Abstand. Sag ich jetzt auch mal, bleiben wir so. 1, 2, 3. Ne, das geht so nicht. 3 Abstand. 3 Abstand, so wird gehen. Wir so 4 Sitzecken machen. Im Bereich, beim Fenster. Wäre hier noch ein Ding drin? Ein Pinöpel, haben sie gesagt. Eine Lampe dran mal vorerst. Und dann werden hier quasi die nächsten. Also so. Ginge, das ginge. Moment. Ah, der hängt so hoch. Lol. Okay, zack. Der da rein, der da raus. Ich meine, ist ja aktuell nur. Und hier können wir dann wieder die großen machen. Die richtig übertrieben fetten. Du da, da und da. Und hier quasi den da auch. Also fett ist zwar der Schmarrn, die wie halt ähnlich wie unten, sage ich jetzt mal. Muss nicht genauso sein wie unten, wird aber ähnlich ausschauen. Denke ich mal, wir brauchen eine Kette. Die Fäden lasse ich mal kurz da. Okay. Kette kommt in der Mitte. Hier wird es dann gleich schwierig. Hier wird es dann gleich schwierig. Frage ist, will ich so Einser-Durchgänge haben? Will ich das? Ich meine, das wäre abtrennen, das wäre irgendwie jetzt was von einem. Es hätte was von einem Restaurant, sage ich jetzt mal. Irgendwie natürlich, ganz klar.
Andererseits, wenn wir können es mal so lassen. Also es sind natürlich dann immer. Was anderes hier unten. Aber hier fehlt mir zum Beispiel der. Hier fehlt mir die Deko irgendwie. Wenn ich kann jetzt schon hergehen und kann sagen, okay, egal, Fackel ist das deutsche Wort. Habe ich gesucht. Ich baue jetzt da so ein Ding hin. Pflaster da so ein Redstone-Ding drauf. Dann haben wir die auch gleich ein bisschen Ruhe, theoretisch. Frage ist, will ich das? das Wenn es kann, dann natürlich ein Ding sein. Interessant, die. Ah, dann nicht mehr, okay. Das ist natürlich schon irgendwie. Na, kein Stilbruch nicht. Wenn hier ist halt, wie gesagt, Küche. Küche hätte ich halt schon irgendwie groß eingerichtet gern. Oder Vorbereitungssaal, egal wie man es nennt. Das sind dann die Bereiche der Zimmer, das passt hier, ist so la 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 la. Wenn wir dann hier hinten noch ein Ding hinmachen, mal Treppe, nehmen wir mal die helle, haben wir doch auch irgendwo, oder? Treppe, 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 da haben wir es. Nur als Beispiel jetzt, es ist ja nur eine blanke kleine Spinnerei. Also kann man es da quasi im Eck hinten machen, mit einer dunklen Treppe zum Beispiel. Treppe, diese da. Aber es fehlt irgendwie der. Wenn ihr unten mal schauen, gut, das ist auch natürlich nach und nach entstanden, darf man zu vergessen. Aber das hier, das hat was. Das hat. Wisst ihr, meint, da ist irgendwie ein Flair drin, da ist ein, keine Ahnung. Das ist gemütlich, das ist irgendwie, das hier oben ist aktuell noch so, meh. Jetzt sollte man die Abgrenzungen nicht machen. Dann machen wir auch nur den Bereich hier, die Abgrenzung. Die Leute können hier raus, da stören sie normalerweise nicht. Natürlich kann man jetzt sagen, okay, ich will jetzt, Rennschule unser Freund, da vielleicht so einen kleinen Bereich hinmachen. Da sage okay, ich habe da noch ein paar. Könnte man da quer hinmachen. Einfach so vielleicht. Eine größere Sitzecke hermacht. Dann eins, zwei, drei. Wenn es bloß zwei dazwischen.
Hier noch eine Sitzecke hin. Kann man sich das hier dann noch absperren als Beispiel jetzt. Die Möglichkeit hätte man. Dann hat sie hinten so Boxen so kleine. Der von der Beleuchtung her relativ easy zu machen. Wäre zumindest. Hm. Das hier stört mich ein bisschen. Wir haben jetzt einen frei. Man könnte da noch einen reinmachen. Aber wenn da noch nichts mehr ist, offiziell. Wenn im Dachboden oben stört zu erkennen. Kann aber natürlich gleich sein, dass mit das massiv. Ja, gut, es ist mittig. Ah. Will ich das mittig? Will ich das abgrenzen? Wenn hier passt ja der Bereich. Aber wie will ich das abgrenzen, ist die Frage. Das ist ja irgendwie nicht nice. Ich habe kein. Wenn der Platz ist schon ganz cool, das sind drei, das passt. Personal braucht einen Platz zum Rausrennen. Wenn die. Das ist okay. Man kann ja theoretisch hier ja, abgrenzen. Noch die Toiletten drin, das geht ja genauso. Das geht ja genauso. Frage ist jetzt nur, wie kriegen wir das denn hübsch hin? Wie kriegen wir das denn hübsch hin? Ja gut, hier ist eine Pflanze ins Eck anstatt einer Laterne ginge natürlich. Erde. Ich mag die Falltüren einfach, ich kann mir da helfen. Die sind einfach sau cool. Man alles verstecken kann damit. Gut, hier ist halt wieder der. Na gut, hier so ging es eventuell. Und dann glaube ich, schifft es uns rein. Ah. Mal so. Ja, der Ausblick ist schon nice von da. So ist das nicht. Die Dinger, das stört mich aktuell. Machen Höll, ja, das ist ganz cool, das passt. Aber irgendwie. Sind es da deplatziert. Man könnte ja noch eins rüberrücken. Dann geht es halt hier wieder nicht aus. Nee, das passt schon. Ich schaue das einfach mal zwei übereinander machen. Schon mal nicht. Das ist toll.
Ist es gut? Macht es da vielleicht Sinn? Wenn, wenn so ein extra Bereich, sag ich jetzt mal. Was nicht unbedingt reinzieht. Sagt er, macht die Dinge auf. Wie schaut das mal aus wie eine abgebissene Schokoladentafel, da wäre das, ich kann mir nicht helfen. Irgendwie schon. Irgendwie schon. Ich bin in den Dachboden, vergesse ich halt auch jedes Mal. Ja, die müssen wir da irgendwo, irgendwo da verstecken, glaube ich. Irgendwo da so hoch. Retten braucht man da. Na, ginge sogar. Ginge sogar. Also, okay, geht nicht. Ach, Mist. Ja, das ist alles minimal belastend, sage ich jetzt mal. Wenn klar. Wenn es natürlich auch gleich reingemacht, dann es wirklich wäre. Aber ich wollte nicht, dass sie durchschifft. Passt halt gar nicht, ne? Wenn wir könnten Slabs nehmen. Slabbity Slabs. Das wäre eine Option. Geht aber trotzdem nicht. Okay, Slabs sind auch keine Option. Hier ging's. Ah, das gefällt mir nicht. Das ist nix. Das ist nix. Irgendwas irgendwie anders verbaut ist die Frage. Wenn wir jetzt hier zumachen. Kriegen wir es irgendwie anders verbaut, ist die Frage. Wir können die Tür noch versetzen um eines. Das wäre aber auch kein Thema nicht. Machen wir jetzt auch kurz. Schaut komisch aus. Machen wir glaube ich doch lieber so. Laterne, wo haben wir es denn? Laterne. Vielleicht so eine blaue Laterne aus. Ich meine, die haben wir noch nicht. Ich werde nichts verbauen, was wir nicht haben. Also, okay, die ist einfach nur mega finster.
Bin noch nicht glücklich damit. Wir können hier natürlich einen Stilbruch reinmachen, dass wir sagen, okay, wurscht, zack und durchzogen das ganze Ding da. Also mit durchziehen meine ich da wirklich so. Da mir was so einen Balken reinpflastert. Dann ist das Ganze von Haus aus schon ein bisschen besser abtrennt. Weil dann eher da reinpflastern müsst, sag ich jetzt mal. Wirklich hier. Das geil wäre das einfachste, oder? Weiß ich nicht. Bin mir da noch nicht sicher. Nein, das geht nicht. Doch, das ging, das ging. Könnt hier Treppe hinpflastern, das würde keine Sau interessieren. Könnt ihr hier eine hinpflastern und das würde jemanden interessieren, nämlich mich. Das würde mich massiv interessieren. Aber wenn ist halt hier das eine an wirklich viel Platz, ist das Problem. Hier oben kann ich nicht stehen. Also ich muss effektiv, hier geht nicht. Ich muss eigentlich hier die Treppe haben. So. Und hier eigentlich schon wieder solche Treppe haben. Und erst dann könnte ich hierher gehen und könnte sagen, okay, machen wir da weiter. So wird's gehen. So wird's gehen. Das wäre eine Möglichkeit. Das wäre eine Möglichkeit. So. Also müssen wir schauen, dass wir, also quasi hier könnte man hoch. Also schauen, dass wir dann quasi hier natürlich zumachen. Ist ganz klar, dass nichts runterfallen kann. Das ist eine knappe Geschichte, aber ich meine, hey, ist ein Dachboden, was soll der Scheiß? Also, ich meine, natürlich können wir bescheißen mit unseren Falltüren. Die können wir hier wieder super als Begrenzung hinmachen. Danach bitte. Dann sieht man, dass ein kleiner Hops geht nach unten. Ist einfach eine Beschränkung da. Die eigentlich können wir da dran machen. Und halt dann dementsprechend zweiseitig. Wisst ihr, wie ich meine? Ich glaube, da brauchen wir auch noch eins. Ne? Kann da keiner runterfallen? Das ganze Ding schaut noch richtig kacke aus, vergeilt aus. Das ist richtig fein.
Lass ich mal so. Das muss weg. Das gefällt mir irgendwie gar nicht. Das ist ja hier irgendwie passt es nicht. Irgendwie. Hm. Keine Ahnung. Irgendwie. Mir fehlt da irgendwie die Deko, das irgendwie. Ach, keine Ahnung. Wenn ich hätte da schon gern. Die Lampen sind hier schon nice. Unabhängig von dem. Wäre halt hier mittig, wäre halt richtig geil. Hier kämen die, glaube ich, richtig gut. Da muss man halt die Dinger da wegmachen. Wenn man so einen Bereich hat hier hinten vielleicht eventuell. Und privat, ja, weiß nicht, Privatbereich mag ich jetzt nicht sagen, aber so für Feiern extra eventuell. Gefällt mir besser. Gefällt mir besser. Gefällt mir deutlich besser. Die Abgrenzung hier ist auch ganz nice. Sag jetzt mal, da passt sie. Das ist okay. Da ist auch okay. Hier, ja gut. Irgendwie nicht so wirklich. Und hier braucht man es halt auch irgendwie. Der bisschen Dachboden haben wir aktuell. Ja, natürlich kann man jetzt hier. Wenn, hier ist halt schwierig, weil wir bloß eine halbe Treppe haben. Aber man könnte die da durch einen ganzen Block ersetzen. Das ginge. Die Reihe einfach. Wenn, was soll's, scheiß drauf. Machen wir es hier auch noch. Und schon gehört so. Das stört mich zwar. Jetzt viel lieber da den Tisch. Das wäre viel besser am Eck. Ja, den Balken können wir sowieso rausmachen. Warte mal, jetzt machen wir auch noch gleich. Der existiert ja quasi jetzt nicht mehr. Ja, irgendwie nicht, gell? Irgendwie nicht. Ah, also die Laterne hätte ich gern da. Entsprechend ist ja hier der Mittelpunkt vom Tisch, sag jetzt einfach mal. Das würde gehen. Das würde gehen. Und das da wegmachen.
einen Zweiertisch reinbauen. Es hat unten auch dauert, es hat unten wirklich auch gut lang dauert, aber irgendwie, ich, keine Ahnung, wie, sowas bin ich pingelig wie Sau, das ist echt schlimm. Echt wirklich furchtbar und das tut mir jetzt schon leid, dass ihr das mit ansehen müsst oder wollt oder was ich was. Ja, irgendwie und irgendwie auch nicht und irgendwie schon und irgendwie. Setze ich da eins weiter rüber, ist hier. Ja, Frage. Wollen wir hier einen hinmachen? Mein Durchgang wäre da zu Genüge. Und ich meine, die in dem Bereich müssen ja wirklich da nicht durch. Die können auch da in die Küche rein. Die für den Bereich können da in die Küche rein. Also ich muss nicht da quasi für das dreckige Geschirr da durchrennen. Die Möglichkeit bestünde. Die Möglichkeit bestünde. Ich weiß aktuell nicht was. Oder Doppelbank. So was haben wir da gar nicht. So was haben wir da gar nicht. Ja, eh. Es ist nur eine Bank. Scheißegal, die lassen wir da. Die ist doppelt. Ja, das passt, das passt, das passt. Aber das ist jetzt echt. Ah, das ist schwierig. Hm. Äh, ja, okay. Also, ich mach mal das andere weg. Das ist wieder ein unhakliges Zeug da. Ach, da haben wir Treppenwerk haben wir deswegen, okay.
Was mir aktuell stört, also das Ding ist eine doppelte Bank, ist gar nicht so blöd. Aber ab und zu mal reinbauen. Ja, theoretisch hier. Ja, neben der Küche ist es vielleicht ein bisschen blöd. Einzeltische hinmachen. Vielleicht so ein Zweiertisch. Ja, der Platz ist bestimmt beliebt wie Hölle, glaube ich. Nicht. Wäre eine Option. Alternativ. Würde ich hier also Buffet-Theke hinmachen. Ich meine, die muss es ja nicht sonderlich Sinn machen. Die muss überhaupt nicht Sinn machen, tatsächlich. Da fällt mir gerade was ein, da können wir eigentlich ein bisschen tricksen. Wenn wir so ins Eck reinbauen. Schaut gleich wieder anders aus. Ja, oder? Ja, obwohl, immer das Gleiche. Ich glaube, hier ist wurscht. Das ist irgendein getarnter Abluftschacht, scheißegal, der wurscht. In der Küche muss ja der Abluft irgendwo rauskommen. Aber wir kommen hier hoch. Der runterfällt. Okay, wir kommen in den Dachboden. Das ist schon mal gut. Ich finde es eine ganz elegante Lösung. Ich meine, ist natürlich nicht wow. Aber hey, es ist in der Küche, man kann es verstecken. Man kann hier nur Zeug hinbauen und alles mögliche. Und das ist auch kein Problem. Oh, jetzt pisst. Teilweise schneit's.
Also ich meine, Küche ist schon okay. Hier das Buffet. Schild. Wie schaut so ein helles Schild aus? Dass die Schrift dort so klein ist, ist ein bisschen nervig, finde ich. Zweite Idee wäre natürlich noch gewesen, geht jetzt hier natürlich nicht. Wird von der Küche frisch aufgefüllt. Jetzt hier vielleicht auch nicht. Dass sie quasi nachlegen können. Wäre eine Option zumindest. Ja doch, das hätte ich schon gerne dran da. Das ist nicht schlecht. Machen wir es so. Laterne. Eine mittig. Eine dran. Das wäre noch eine Option. Haben wir hier auch gleich ein bisschen Licht. Machen wir es so. Oder? Ist nice. Ich mein, hier müsste es passen. Hier oben haben wir noch eine kleine Truhe, ist okay. Mal zweifache draus machen, ist ja wurscht. Stauraum einfach nur. Die Frage ist jetzt wirklich. Also Küche kümmern wir uns später, das ist klar. Beleuchtung hier wäre aber schon mal ganz cool. Apropos Beleuchtung, wieso geht das Ding halt anders? Verstehe es aktuell gerade nicht. Nee. Okay. Muss aber die Beleuchtung wieder umstellen, ich merke schon. Wenn hier ist die Arbeitsplatte, wenn wir die Beleuchtung hier haben. Eventuell. Es geht natürlich diese Laternen, die da. Frage ist, wie schauen die aus? Die schwurbeln so komisch, das ist irgendwie. Nee. Also, hier ist Buffet-Ausgabe. Hier ist Ausgabe für Restaurant. Hier können wir halt direkt rausgehen, die Leute, das ist auch kein Thema nicht. Können wir so hier quasi auch noch so ranbauen, das Zeug. Ne, dann wäre hier so ein Buffet, Leute können so herkommen, können sich das Zeug so holen, so la 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 la. Und
hier wäre dann einfach nur normale Essensausgabe. Ich glaube. Ja, doch, 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 doch. Und die Schnüre da unten, die stören uns jetzt aktuell noch nicht. Ich glaube, so könnte man es lassen. Ich glaube, hier ist noch mega dunkel, hier müssen wir noch schauen. Das werden wir nicht anders hinkriegen wahrscheinlich. Da muss man auch noch irgendwie nach einer anderen Beleuchtung schauen. Der mit den Bodendinger, da mit den Redstone. Redstone. Wie bauen wir die Dinger überhaupt? Ich schau mal kurz. Wie bauen wir die Redstone? Ich glaube mit Redstone haben wir zum Saufen, dann ist es egal. Der Bereich ist okay. Grün fehlt noch ganz klar. Das ist auch okay, das passt, das ist mittig, das ist optimal. Hier der Bereich ist okay. Hier der Bereich ist okay. Jetzt ist die Frage. Wie krass übertreiben wir es mit den Lampen? Beziehungsweise mit den Blumentöpfen, die wir hier nicht hinkriegen. Man könnte hier höchstens hergehen und könnte sagen, okay, scheiß drauf, wo ich schon wieder gescheit durch kann, weil ich kann dann wirklich überhaupt nur durch, glaube ich. Das ist immer so ein Schall. Na gut, man kann durch, aber es ist halt ein ewiges Gedränge. Andererseits natürlich, man könnte halt hier einen Baum reinpflanzen, wenn man wollen würde. Der schon grün wird. Natürlich können wir jetzt hier die ähm, was ist das? Natürlich ginge. Nee, das ist hässlich. Das ist nix. Das ist gar nichts. Das ginge aber trotzdem die Version. Ach Gott. Die Version wäre möglich. Mein Gut ist halt eng hier. Natürlich hier noch Blumentöpfe draufstellen, wenn man wollen würde.
Eventuell. Frage ist, wer kommt da ran? Welche Blumen tun wir drauf? Für die Porzellansteinchen ganz cool. Kleinen weißen Dinger da. Ich meine, hier ist alles ein bisschen heller. Indirektes Licht ein bisschen. Der Schnee ist belastend. Also hier kriegen wir einfach mal keinen Schnee drauf, ist klar. Ähm, Den kriegen wir aber auch nicht weg. Zierlauch, Maiglöckchen, Tulpen, blaue Orchidee. Weiße Tulpe, rosa Tulpe. Vielleicht doch einfach nur so einen kleinen Setzling rein. Und Farn haben wir auch. Farn. Von reinwerden. Oh ja, doch nice. Okay, warum nicht? Ja, da warum nicht? Muss ja nicht immer alles. Muss ja nicht immer alles gleich sein. Ich muss ein paar so Dinge reinmachen. Gartenbereich. Hier brauchen wir nichts hin, weil hier können wir zumachen, haben wir gesagt. Natürlich irgendwie, ja gut. Das lassen wir mal so. Das hat was. Ich weiß nicht, ob wir es auch rüberziehen sollen. Aber hier glaube ich, hier bis dahin schaut auch komisch aus. Das passt schon so, ehrlich gesagt. Da hier, das passt. Doch. Das passt schon, das passt schon. Das passt schon. Das Pültlich, ne, wir haben es halt auch schon gesehen. Also ein Glowstone haben wir natürlich auch noch, darf man auch nicht vergessen. Der könnte so Sternenlicht simulieren ein bisschen. Ich meine jetzt nur so. Schaut halt scheiße aus wie Sau. Könnte es simulieren. Tut er aber nicht. Ah, da haut es nicht hin. Schade. Ich dachte, vielleicht haben wir da eine Möglichkeit, dass man so doppelt die. Hm.
Ja, aber doch, ich meine, von dem hier Bereich her, hier das hat hier was. Die Ansicht hat was. Das ist auch gut. Ich meine, aber natürlich sieht man es eigentlich mehr von hier. Yay. Wenn überhaupt. Von hier. Ich meine, oder müsste schon gut aus. Frage wäre jetzt bloß einmal. Nein, komm. Wir haben natürlich hier um auch noch Ritterrüstungen, die wir dekorieren können. Die hätten hier Platz im Eck. Okay, da kann ich nicht bescheißen. Mist. Hier kann ich nicht bescheißen. Aber man könnte hier so Dinge hinstellen, so Ritterrüstungen. Ja, die haben hier auch Platz. Ob jetzt unbedingt Gelben vor allem. Gelben. Es gibt nichts Besseres wie einen gescheiten Gelben. Wenn man einen Gelben hat, dann hat man es geschafft. Ähm, machen wir jetzt einfach so. Zack, zack. Also gut, das ganze Eisen, natürlich sind immer 24 Eisen. Wir haben es. Also wir könnten es. Aktuell könnten wir alles bauen. Also bis jetzt haben wir alles bauen können, was wir gemacht haben. Das wäre jetzt kein Problem. Wir hätten immer noch was übrig, denke ich mal. Eisen würde jetzt langsam knapp werden. Das sind jetzt 100, 120, 140, 60, 180. Ja, okay, Eisen wäre jetzt wahrscheinlich ziemlich weg. Hätte ich Eisen farmen müssen, wäre kein Thema nicht gewesen, hätte ich gemacht. Mache ich ja noch. Werde ich auch noch entsorgen. Wir könnten natürlich jetzt hergehen. Okay, das ist genauso hässlich. Ähm, Wie kriege ich denn da ein bisschen Licht hin? Was im Hölle? Es ist trotzdem Hölle. Das heißt quasi, die Dinger halten kein Licht ab. Dekoblöcke, die existieren halt hier. Ab und zu mal. Weil hier gefällt mir nicht.
Ich glaube, es dürfte halt genug sein in dem Eck da. Die Frage ist jetzt eigentlich nur, was machen wir hier? Das hier wäre Mitte. Hm, Idee war, mal testhalber, zu niedrig. Ist aber trotzdem eine Möglichkeit, das hier durchzuziehen. Ist trotzdem eine Möglichkeit. Wo ist denn die Bereiche hell? Hey, machen wir da. Machen wir auch noch eins rein. Ne? Da ist der Stilbruch ein bisschen da, das passt. Wir haben die Abgrenzung haben wir da. Sprich, der Bereich ist ein bisschen abgrenzt, einfach ein bisschen abgeschottet. Wir haben hier die Buffetbank, wir haben hier die Essensausgabe generell für den Bereich da draußen wegen mir. Oder auch für unten einfach, dass die da das Zeug dann runtertragen für die ganzen Leute hier. Hier unten haben wir wieder ein ganz anderes Ambiente. Mit den Sträuchern, mit den offenen Balkonen und dem ganzen Zeug. Hier oben ist da wirklich mehr so, ja, hier so ein geiles Privateck, wo man ein bisschen sein kann. Wir könnten hier natürlich auch noch irgendwie Blumen reinmachen. Eventuell, indem wir es hier auch doppelt machen. Wir es vorhin auch gemacht haben. Das würde gehen. Oder macht's. Das geht hier nicht. Hier kann ich nicht nach unten, da geht's nicht. Hier muss ich so machen, okay. Alternativ. Die zwei schaut scheiße aus. Blumen. Blumen. Das Licht ärgert mich heute irgendwie, ich merke es gerade. Was könnten ihr? Was relativ mittig drauf sitzen. Würde ich sogar anders machen hier. Hier eigentlich. Ah.
So eventuell. Das ist jetzt wirklich nur Ego-Kack, den wir machen. Also wirklich kleinste Fieselei und Rumgewurstel hier. Wegen ein paar Dinger, die mir nicht gefallen. Weil das geht doch grobe Erde auch, oder? Schaut das besser aus? Nicht wirklich anders, ne? Ich weiß, wie die macht, wenn man einfach Kies drunter mischt. Ja, ich meine, irgendwie auch nicht. Das sind so Kleinigkeiten, die fuchsen mich. Die gefallen mir nicht. Besser. Thomas, Servus. Hi. Dave schon fertig? Ah, ist schon fertig, okay. Also aktuell bin ich noch am Hotel bauen oder am Speisesaal bauen, sag ich jetzt mal. Die haben ja schon einiges ausgebaut, sag ich jetzt mal. Lieblingsspiel. Hier quasi die Hotelzimmer unten haben wir schon. Auch schon seine Uhrzeit. Ich weiß nicht, wann hört Dave normalerweise auf? Ich habe keine Ahnung. Die Glocke, ja, ja, logisch. Ich meine, das ist, vor allem wenn es dann jemanden nervt, viel besser. Ja, was auch gut ist, ist das. Macht auch Spaß. Geht überall. Kindererlebnishotel oder Martin-Erlebnishotel. Geht überall. äh, was ich hier gerade probiere, irgendwie ist, dass ich ein System reinkriege. In den mittleren Bereich jetzt quasi. Hier soll so Überdachung sein. Alice, hi. Grüß dich. Ich habe ein bisschen weitergebaut. Schön, dass du da bist. Und ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, aber wir haben eine Dachbodentreppe. Hahaha. Die will ich dir eigentlich gar nicht zeigen. Dachboden. Und genau hier Schnee. Äh, ich, also Dachbodentreppe haben wir hoch. Ich dachte mir jetzt mal aktuell, also Kleinigkeiten hier so Treppe hinbaut. Hier ist so Beleuchtung mit Essensausgabe. Hier haben wir gedacht, so hier Buffet für die Leute. Vielleicht auch nur für den Bereich hier. Also für die Sitze da quasi vielleicht und für den Bereich da.
Ich meine, hier kommen wir aus der Küche quasi raus, kannst du Teller abräumen, so la 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 la. Hier vielleicht, keine Ahnung, weiß nicht, Teller abgeben, keine Ahnung. Und hier dachte ich mir so Essensausgabe quasi für allgemein. Die Bedienungen quasi, die rumrennen, die quasi dann runtergehen und das Essen tragen. Hier kann man so ein bisschen reinlunzen in die Küche. Ja, so huhu. Und in der Küche geht halt dann da zum Dachboden hoch, ist da scheißegal. Da haben die Essen gelagert, ist doch wurscht. Da leben die Schweine, die geschlachtet werden. Und ich meine, hier ist also Kleinigkeiten einfach nur der Bereich hier mit unseren blauen Fenster. Habe ich jetzt aktuell so gemacht mit so kleinen Trennwänden. Der hintere Bereich, warum auch immer, keine Ahnung, ich wollte ihn abtrennen drin haben. Das gefällt mir noch nicht ganz so gut. Habe ich gerade von dem einen Block auf die drei erweitert. Das sind ja die falschen Blumen einfach nur. Dann gefällt dir auch, da bin ich schon mal froh. Wenn die den Alice-Test besteht, dann ist das schon mal ganz gut. Ach nein, ich habe das gleiche, mein Gott. Nur mal testhalber. Das Schlimme ist, man kann das irgendwie nicht mittig platzieren, das ist immer so random, wie es auf der Block, glaube ich, platziert. Ich glaube, die rosanen, glaube ich, sind schöner. Die hier. Nein, lass ich mal. Sind das bald doch jetzt gar nicht. Mit Blut getränkt, die habe ich leider keine. Aber wir haben einen Experten dabei, den Thomas. Ich möchte nämlich bei Gelegenheit da irgendein Dorf. Oh, das darf ich da ehrlich noch gar nicht zeigen. Fast hätte es gesehen. Muss man da ganz leicht langsam vorbei sneaken. Nein, schon. Ich würde in das Dorf unten gerne irgendwie so eine Art Taverne reinbauen. So eine Art Bar oder irgendwie sowas. Und da Thomas das so richtig, und ich sage jetzt das Wort, ich sag's, ich muss es einfach sagen, WoW-Experte ist. Thomas reißt es gleich wieder. Und da gibt es bestimmt Tavernen in WoW. Ich habe es zweimal gesagt, oh mein Gott. Ähm, Weiß er bestimmt, wie sowas ausschauen soll. Einige, okay. Ja, dann haben wir doch schon Experten da. Dann brauchen wir einen Thomas für die Taverne dann bei Gelegenheit. Also, ich weiß nicht, ob wir heute noch dazukommen, aber vielleicht können wir heute noch anfangen damit. Also, was ich dann, um Alice noch kurz zu erklären, quasi kommt da die Küche rein. Müssen wir dann auch noch ein bisschen dekorieren. Sind aber eher Allianzgebäude. Ach so, ja. Ja, wir können da gerne so ein Horde-Ding machen. Muss ja nicht immer so mega schön sein, alles. Also, hier ja. Soll mehr so gehobenenes Hotel vielleicht sein oder einfach schönes Hotel sein. Aber ein bisschen so. Wobei Orks können auch schön leben, so ist es nicht. Oder Nachtelfen oder was immer das alles ist. Ich habe mir eine Südrüstung gemacht. Hier habe ich beschissen. Die sind Glowstone versteckt. Die strahlen aber durch die Boxen durch. Fahre ich dem nicht weg, ist sie dunkler. Wenn ich die jetzt zum Beispiel jetzt mal alle wegmache, ist ja deutlich dunkler. Wenn ich die aber drin versteckt, dann bleibt es hell. Sneaky. Der Bereich zum Anpflanzen hast du verworfen. Tatsächlich nicht. Jein. Ich habe. Hier ist quasi die Glasüberdachung, die du ja eigentlich auch haben wolltest. Problem war, irgendwie muss man die Glasüberdachung ja zumachen können. Also man sieht es ja schon. Dann haben wir gedacht, okay, wir tun so wieder mal.
Hier sind einfach so Paneele, die man da quasi zuschieben kann. Und da wird der Außenbereich quasi gesperrt. Jetzt, weil es kalt ist, ist ja wurscht. Hier ist dann so ein kleiner Außenbereich. Hier ist zwar ein bisschen eng, aber es würde ich sagen, passt schon. Hier haben wir so ein paar Blumken noch hingestellt. Und mir gefällt der Außenbereich eigentlich ganz gut. Ist halt der Außenbereich. So gemütlicher Garten-Außenbereich, sage ich jetzt mal. Ist zwar hier ein bisschen komisch, sage ich mal, aber es hat irgendwie hat's was. Mir gefällt's. Okay, wenn er dir gefällt, dann ist recht. Ich hätte da gerne irgendein so Anbau-Ding hingemacht, aber irgendwie habe ich's. Ich habe rumprobiert, ich habe nichts zusammengebracht, das mir irgendwie gefallen hat. Alternativ natürlich, sag ich mal, könnte man natürlich jetzt hergehen und könnte sagen, okay, man macht hier im Dachboden Wälder rein. Also, keine Ahnung, ich meine, wir haben es noch nicht, aber wir können dann hängen wir mal so eine blaue Laterne hin. Oh mein Gott, eine UV-Lampe. Müssen wir uns halt aus dem Nether das Material holen, ist ja egal. Also, wir können hier immer noch so Anpflanzfläche machen fürs Hotel. Einfach nur so kleine Kräutergärtchen oder sowas in die Richtung. Wäre auch kein Thema nicht. Bei Gras. Anbaufläche im Dachboden. Aber gestern schon gehabt, ja. Eine Grasanbaufläche. Da muss halt dann quasi regelmäßig einfach der Azubi hoch und muss das abkehren. Das geht noch schon. Wobei es ja irgendwas hat, wenn da Schnee drauf liegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Schaut auch ganz nett aus. Ich habe versucht mit den Glowstone-Dingern da. Dachte ich mir, ja, gut, okay, warum nicht? Probieren wir es mal. Simulieren wir halt mal so Sternenhimmel-Kategorie. Ja, es schaut halt einfach mega geschissen aus. Wenn die Dinger da drin sind. Wie cool die App beim Crowd ist einfach vor dem Namen. Ah, gut, die Erdbeere wäre das offizielle Badge quasi, die offizielle Monatsabo. Der Thomas hat, glaube ich, ein Sub geschenkt gekriegt, gleich von Dave, wenn man nicht täuscht, gleich war das. Ähm, bei dir ist noch so, ich bin mir, du hast, bei dir, wenn man drüber fährt, sieht man Gründer 2 Monats Abonnement oder Abonnent in dem Fall, weil du unter den ersten 10, glaube ich, bist, wenn du dabei bist, hast du das First Gründerabzeichen. Sprich, du bist von Anfang an dabei, du bist Gründer dieses Kanals, sage jetzt einfach mal. Das ist tatsächlich, was viele wollen auf einem Kanal, dieses Abzeichen, den Einser quasi. Ich muss ehrlich sagen, mir gefällt die Erdbeere eigentlich auch ein bisschen besser. Aber ich hab's glaube ich sogar. Ich habe bei mir automatisch, also ich, ja genau, bei mir ist die 3 Monats Abonnement oder Abonnent Stufe 3 habe ich quasi. Ich krieg quasi das First gar nicht, weil ich selber der Streamer quasi bin. Aber ja, das ist das First quasi. Das sagt genau das aus, dass du quasi von Anfang an dabei warst. Der Diamant ist noch VIP. Müsste ich Thomas auch mal geben, tatsächlich. Muss ich nur aufpassen, dass Kathi das nicht sieht, sonst kriege ich wieder Kaut. Wir könnten jetzt noch hergehen in den Bereich. Ich habe hier quasi so eine Kette gemacht. Einfach nur und hier auch so einen Balken einfach reingemacht, einfach, dass ein bisschen Stilbruch drin ist, dass man den Bereich da hinten oder da allgemein von den Bereichen vorne unterscheiden kann. Das ist sowieso abgetrennt. Frage wäre jetzt nur, wir könnten hergehen und könnten das gleiche. Eine Bar, sagst du. Ich würde. Eine Bar. Also ich würde unten, wie gesagt, im Dorf irgendwo
Warte, ich schau mal kurz. Sowieso eine Taverne bauen, also so eine Taverne, Spelunke, egal wie man es nennt. Aber ja. Wobei in den normalen Restaurants, da verstecken sich die Leute nicht in irgendeiner Bar, da saufen die einfach am Platz, das ist scheißegal. Und gehen alle Hacke voll raus und fahren dann mit ihrem, keine Ahnung was heim. Aber eine Bar reinbauen. Hm. Spelunke klingt immer noch verruft. Ja, irgendwie schon. Soll es ein bisschen sein. Darf es ja gerne ein bisschen sein. Ich meine, die Villager, die gehen hier bestimmt rein zum Essen. Es schaut halt, ich meine, das muss ja jetzt kein sauteures Restaurant sein. Was soll das schon, ich meine, das ist einfach nur, hier steht der Hans, den wecken wir mit der Glocke auf. Oh, nein, meine Glocke. Glocke tot. Glocke reparieren. Der Hans ist dann vom Vortag, hat er dann einen Saurausch. Leuten auf da. Und dann zeigt er dann Platz, nachdem er dreimal gekotzt hat. Nein, Schmarrn. Aber ich würde es ein bisschen so gerne, eben die Ritterrüstungen auch so als Deko-Element ein bisschen drin überall. Habe ich oben quasi auch. Das soll jetzt ein bisschen schöner werden. Einfach. Da mit so Dinger, mit so Gittern und wo man absperren könnte, theoretisch. Ja, mit den Abtrennungen, alles in der gleichen Art gehalten. Gefällt mir. Und ich glaube, meine Idee war jetzt quasi, dass wir dieses Ding hier nochmal durchziehen. Würde halt dann so ausschauen. Wir verdecken dann quasi diese Reihe, die halbe Reihe. Die könnte man noch wegmachen, wenn wir wollen. Eventuell. Also habe ich da sowieso weggemacht. Es soll schon aber retten, die Wale finden immer. Also man könnte es quasi schon so komplett auch einbauen, dass einfach der Rahmen auch, ich weiß auch nicht, was besser ist. Wir sprechen alle Walisch. Wow. Man könnte es natürlich dann noch, weil, verstehst du? Dann passt's. Okay. Walisch muss man einfach können. Walisch ist wichtig. Ohne Walisch wäre die Welt am Arsch. Ah, ich kriege Auszeichnung als Walischsprecher. Das ist schön. Oh, das passt sogar noch. Gleiche Höhe. Total blöd. Ach man. Ja, nice. Okay, ich glaube, das gefällt mir doch. Ja. Das gefällt mir jetzt echt. Das bleibt so. Okay. Da schaut es ein bisschen komisch aus, aber man kommt davon da. Wenn da quasi wer hoch will. Nein. Bis hierher darf man. Hier ist gesperrt. Da passt dann eher auf. Da ist dann der Hans drin. In der Rüstung. Da geht dann ja so, also, warte mal, du Ausländer, da ist, nein, warte mal, da darf ich auch. Der Hans. Was ist Sepp drin? Gefällt mir.
Das läuft in die Rüstung rein, Schatzi, weil er schon gegen einen gekotzt hat. Bäh. Ui, bäh, Würg. Ich baue jetzt mal schweren Herzens unser Bett in die Küche. Wie machen wir jetzt da weiter? Viel haben wir nicht mehr. Hier oben fehlt mir noch ein bisschen Grün. Wollte ich hier nicht hinmachen, weil hier zu niedrig. Wenn ich den Block da wegmache, dann tropft es hier rein, wenn es regnet. Und das macht es hier ständig. Das war belastend, das ist nicht gegangen. Einfach anfangen, sagst. Wollen wir hier machen wir größere Tische hin, ha? So die Kategorie. Mindestens 48 auf 23 Meter. Ein Tisch. Nehmen wir mal das als Mittelpunkt da, das Ding. Dann wäre quasi das so und so. Ich habe mich ja voll gefreut, so blöd wie es anhat. Wie so gerne Schnitzel, sage ich jetzt mal. Wie ich mir denkt habe, hey, ich könnte da Doppelbank machen. Doppelbank. Noch nie jemand auf die Idee gekommen. Zwei Plätze nebeneinander. Oh mein Gott. Gut, dass ich kein YouTube-Video nicht mache. So Tutorial Minecraft, weißt du schon. Eine Bank. IQ 500 Move. Oh, umdreht. Doch nicht. Zwei Bänke. Oh. Ach Gott, YouTube. Also ich sag mal so, ich, ich habe einen YouTube-Kanal, der existiert. Aber mehr auch nicht. Und ich sichere meine Streams da. Weil Twitch löscht da die Streams quasi nach 14 Tagen aktuell noch. Wäre mit Partner irgendwann noch 60 Tage, aber selbst da werden es irgendwann gelöscht. Und ich will mir natürlich die aufheben irgendwo. Und ich will mir jetzt die nicht jedes Mal runterladen müssen. Und Twitch hat so eine nette Möglichkeit, dass man quasi direkt von Twitch aus sagt, hey, schieb's auf dem YouTube-Kanal drauf. Und dann sind es da quasi ja, gesichert. Erstmal nur privat. Also die sind da also aktuell nichts freigeben noch. Aber ich könnte. Die Möglichkeit bestünde. Hier. Wie hier unten. Solche Tische quasi. Also quasi hier einfach größere Tische sind und man einfach hier nochmal, keine Ahnung, hier größere reinmacht in die Mitte. Also das Schlimme ist ja in den meisten Gasthäusern etc. ist es ja nicht so, wie man sagt, dass man quasi hier, wow, super schöne Reihe, wow, geil, juhu. Im Regelfall stehen die Dinger einfach natürlich schon irgendwo sortiert, aber gerade wenn es also größere Tische sind, stehen die ja irgendwo. Äh, oh, das will ich nicht. Meistens doch ein bisschen kreuz und quer, sage ich jetzt mal. Die Frage ist natürlich, machen wir hier auch, also hier haben wir rosa Platten drauf. Haben mir irgendwie gefallen, keine Ahnung. Hier haben wir die grauen oder weißen, was so Steinplatten technisch vielleicht sein soll. Die haben wir unten auch. Überall. Wir könnten es hier oben auch machen und nur den Außenbereich anders. Wenn es effektiv ist, es Wolle, also Teppich. Gibt es in den Farben. Also hellgrau, dunkelgrau.
Ich habe weiß, orange, magenta, also das ist Thomas Farben. Weiß nicht, was sich meldet. Aber muss man nicht verstehen, aber also, Thomas versteht, wenn ich sage, dass es Thomas Farben ist. Gut, hellblau, mit dieser Farbe. Rot, also grün haben wir natürlich braun, blau, türkis, violett. Ich habe hier hinten rumprobiert gehabt, auch mit den, ich dachte vielleicht hier blaue, in den blauen Fenstern, aber irgendwie, wir können noch gerne rumprobieren. Der Thomas möchte Magenta-Farben, hat er gesagt. Wir werden auch wieder hier bescheißen, glaube ich. Wir müssen einen kleinen Glows dann drunter setzen, denke ich mal. Die fallen das auf, wenn wir das Ding da drauf machen. Nur mal testhalber. Stört das arg? Also, ich mache es wegen der. Hier kann man nichts dranhängen, das ist eigentlich schlecht am Glas. Wir hätten noch so als also bis jetzt haben wir nur Sachen verwendet, die wir auch selber bauen könnten aktuell. Diese Seelaterne können wir aktuell noch nicht bauen. Ich weiß nicht genau, wie die geht. Die schaut mir so Neonlicht aus und die schwurbelt da in der Mitte, so wie man das sieht. Wir könnten natürlich, ich habe jetzt hier Fäden gespannt, da wir natürlich Hunde sind, also richtige Wahnsinns Minecraft-Bauer, könnte es vielleicht auch funktionieren. Das geht wirklich, oh mein Gott. Aber hier nicht, oder? Ach, fuck. Na gut, hier müssen wir dann am Faden am Boden hinlegen. Er stört da nicht. Er war schon immer da. Und schon ist halt und man sieht es nicht mehr. Ah, um die Farbe ist es gegangen. Jetzt bauen wir mal kurz die zweite hin. Moment, wir haben hier angefangen. Im Mittelgang dann wirklich gleich dahin pflastert. Müssen wir fast, gell? Schwierig. Gefällt mir jetzt eigentlich nicht so. Also hier mittig so wenig Platz haben, gefällt mir nicht. Und außen haben wir so viel. Ich glaube, da gehen wir eins nach hinten. Ich glaube, ist besser. Und dann muss ich alles eine Farbe aussuchen für die Tischdecke. Ja, doch, 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 doch. Das ist besser. Wir können die Dinger immer. Na, können wir nicht. Können wir nicht. Thomas, okay, dann müssen wir doch Magenta nehmen. Okay. Wenn ich kann, das dann Thomas natürlich auch nicht abschlagen, ist ja ganz klar. Also da.
besser. Weil ich spawn jetzt genau hier so ein scheiß Skelett, also ein Creeper, dass hier irgendwie gerade so finster ist. Und mit irgendeiner Taste kann man das nachschauen, glaube ich. Oh, hi. Hallo, Alice, hi. Also schwarz. Grün, glaube ich, ist auch schwierig. Magenta, sagst du? Das war doppelstöckig. Wieso? Wieso? Ich sehe dich ja eh nicht, Thomas. Ich krieg da viel Geld von Kathi. Ich muss den Thomas warm halten, ich brauche den noch für die Taverne später. Das ist schlecht, wenn ich jetzt vergraul. Also, wenn er, es hört sich jetzt blöd an, aber ich. Für draußen ist es ganz cool. Irgendwie nicht, gell? Ich denke mal so, das ist irgendwie, wenn schwarz. Passen irgendwie dann die Dinger nicht dazu, die. Ja, irgendwie auch nicht, gell? Wenn ganz weiß. Oder haben wir sogar weiß genommen? Ich weiß gar nicht. Nein, ich hatte grau, okay. Man könnte natürlich so auch machen, ist ganz klar. Ein Punktding macht so. Das ging alles. Irgendwie hat das was. Zwar nicht viel, aber. Äh, äh, Cauldron. Kessel? Oh. Heute gibt's eine gescheite Schlachtschüssel. Ein Baum in der Mitte. Weißen. Oh. Ich habe da draußen überlegt, ob ich hier ein Ding einen Baum irgendwo hinbaue, aber das. Tischabfall kann man da einfach reinräumen. Oh, oh, oh. Barbecue.
Genau, Alice. Also ich habe die, das ist nicht so schön, glaube ich, da. Die Eisen, glaube ich, passen nicht, oder? Nee. Ich glaube, dass das, also ich habe das unten in der Küche schon gemacht, deswegen Quod erat demonstrandum, was zu beweisen wäre oder war. Hier. Da sind sogar Lagerfeuer drunter, das knistert. Könnten wir da oben auch machen? Würde gehen. Ein Lagerfeuer zündet nichts an. Blöd, wie es anhört, aber es zündet wirklich nichts an. Ich kann das problemlos da reinsetzen. Ich meine, es verpestet halt die Luft schon gut, so ist es nicht. Das wäre für draußen wäre das eine coole Idee gewesen irgendwie. Aber wie, ja, egal, die Idee ist super. Ich meine, Lagerfeuer macht natürlich auch Hölle. Die Frage ist jetzt nur, wie man. Ich finde es geil, dass es sogar durchraucht. Mega nice. Die Frage ist, was für eine Farbe machen wir? Ich würde tatsächlich das Graue dann noch nicht machen. Okay, schwarz. Alice möchte schwarz, Alice kriegt schwarz. Ah. Die Idee finde ich habe gedacht, der Schlachtschüssel essen, sein Schmarrn, weißt du, die ist gar nicht so blöd. Ich meine, wir könnten hier natürlich noch, wenn hier zur Küche. Frage ist, wollen wir die unteren, die hier auch umbauen, die größeren? So als Barbecue-Grill? Und bei den kleinen wird es schwierig, da können wir es nicht umbauen. Ich weiß, das Lagerfeuer hinsetze. Aber wenn ich es zumache, dann zieht es hier immer durch. Aber ich habe weiß absichtlich nicht, man weiß, war mir zu hell. Aber was sollen wir die Großen auch machen? Also alle Großen, sagst du? Ja, es sind vier Stück. Dann machen wir die auch schwarz. Okay. Korean Barbecue sagst. Irgendwann patchen die das rein, dass das Lagerfeuer wahrscheinlich die ganze Bude abfackelt und ich. Ja, dann haben wir halt einmal Hotel gehabt, das ist wurscht. Ja, gut, hier ist halt jetzt. Die Lampe ist nicht lang sauber. Wobei ich sage mal, gut, hier unten müsste man ja. Wir müssten ja nicht zwingend ähm, Lagerfeuer reinmachen.
Wir können da hier unten einfach den Kessel reinstellen. Als Beispiel jetzt mal. Großes Fondue. Ich hab schon gedacht gehabt, wie halt oben auch quasi, aber ist halt noch nicht anzünden worden. Die Tische werden quasi auch anderweitig belegt, sag ich jetzt mal. Muss nicht immer zwingend Barbecue drauf gemacht werden. Wenn ein großer Tisch quasi benötigt wird, werden halt die auch hergenommen, die Tische. Weil ich glaube, dass wenn Tische besetzt sind, dann wahrscheinlich immer die. Ich habe das in Japan einmal gemacht. So Barbecue-Zeug, also oder schon öfter gemacht, das ist halt saugeil. Also es passt, aber dann verschwindet die Falltür auch so ein paar Pixel. Einen Pixel breit, 3 ist sie hoch, eine verschwindet sie. Mein großes Fondue. Oh nein. Ähm, no. Jo, haben wir ja bescheißt. Hm, das muss weg, das muss weg, das muss weg. Ich merke schon, mit nur die besten Ideen hier, ohne Scheiß. Also, und das ist halt stinkendes Vanilla-Minecraft. Also ohne irgendwelche Mods, ohne alles. Das ist einfach nur ganz normales Minecraft. Ohne irgendwas drauf. Man kann halt echt, finde ich, schon schön bauen eigentlich. Also, ich meine, mit Mods natürlich schon geil. Mag ich auch. Aber es ist halt, also Mods sind auf andere Weise natürlich dementsprechend cool. Großes von dem mit Gebärden dazu Espresso. Wirklich, die haben grüne Farbe, die der Kirsche schmeckt, wenn dann hast du der Notfall obligatorische, also, weiß nicht mehr, der Notaufsehsynthet oder der Notaufsehsynthet oder der Orbital-Notfallkoordinator ihren Espresso wenn der Orbital-Notaufsehkoordinator seinen Darm oder seine Gedärme im Schlafrock lauwarm serviert aus dem Holzofen mit Espresso genießt, das kann er hier machen. Ja, nice. Das ist vielleicht noch schwierig, dass es in die andere Richtung zeigt. Macht's da auch, hat mich auch nicht gestört. Interessiert mich jetzt. Der Orbital-Notfallkoordinator serviert seinen. Wenn der Orbital-Notfallkoordinator seinen Darm im Schlafrock lauwarm serviert kriegt aus dem Holzofen vom Notaufsichtsität mit Espresso. Also gut, pass auf. Wenn der Orbital-Notfallkoordinator vom Notaufsichtsität seinen Darm im Schlafrock lauwarm serviert aus dem Holzofen mit Espresso genießt, kann er das da machen. Wenn der Orbital-Notfallkoordinator, ich krieg's nicht mehr zusammen. Aber ihr wisst, was ich meine, das passt schon.
Äh, wir haben so geil. Wir haben Barbecue-Plätze. Mega nice. Uhuhuhu. Freut mich. Das schaut immer besser aus, ohne Scheiß. Good enough. Oh, das Meme ist gemein. Na gut, good enough. Na gut, solange nicht close enough dort steht, passt's. Frage ist, machen wir noch einen? Ich meine, hier wird auf jeden Fall noch einer gehen. Weil man kommt immer nur so hoch. La 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 la, das ist so toll, das ist mega nice, aber es gibt nicht ein Scheißhaus. Man muss in den Blumentopf pinkeln. Eine Toilette haben wir tatsächlich nicht. Doppelbänke, sagst du? Ähm, ja, genau. Ich ja. Und hier sind Zielübungen. Das sind 5 Punkte, das sind 50 Punkte. Wenn man den am Kopf trifft, sind 25. Und wenn man gegen den Wind da rein trifft, das sind 100. Eine Toilette haben wir halt wirklich keine. Es gibt halt in Minecraft da keine Toilette. Also zumindest in Vanilla nicht, muss man sagen. Als Doppelbänke sagst du so wie hier. Und wir können da beides machen. Oder ganz, 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 ganz frech. Ja, Bänke. Leute am Ausrasten, keiner kennt sich mehr. So, was macht der? Ich meine, 3 ist too much. Okay, danke, Thomas. Bis die Tage wieder. Und gute Nacht. Sag Katja, gute Nacht, wenn du das siehst. Und bestimmt einen schönen Gruß von der Alice. Gute Nacht, Thomas. Thomas ist weg, jetzt können wir alles Magenta einfärben. Also, ich sag mal, wenn hier so hochkommt, es wäre halt dann belegt. Es sind halt quasi dann 4 Plätze mit Grill. Größere Feiern, sag ich jetzt einfach mal. Das wäre möglich. Wenn hier ein bisschen einen Gang würde ich lassen. Hier ist ja die Ausgabe auch, das wird schon passen. Und hier lassen wir einfach frei. Weil einerseits, gut, hier ist halt die Küche. Hier geht man dann runter. Ich meine, hier können wir natürlich die Leute bedienen. Wir müssen hier auch durch. Die ganzen Bedienungen und Bedieneriche. Aber man hat halt überall 2 zum Rumlaufen, also die können schon durch.
Also die Leute dann immer wieder beim Rauchen draußen oder was ich was von ein Zeug oder die, keine Ahnung, was sie machen. Pinkeln den Balkon runter, weil es keine Toilette gibt. Oh, Tisch war ein super Rennen. Ja, gut, okay, dann lassen wir das so. Frage ist das nur, was machen wir? Machen wir auch Feuer rein? Also natürlich Barbecue-Plätze, ganz klar. Aber machen wir auch Feuer rein? Oder machen wir sie unten? Wenn hier können wir Licht drüber machen. Das ging jetzt eigentlich so mittig. Wie wäre das machbar? Wie unten sagst du? Hier ist super, weil dann haben wir den Platz gleich ausgeleuchtet und bescheißen wir quasi ein bisschen, das passt optimal. Hier müssen wir nicht zwingend, weil hier können wir einfach mal sowas reinmachen wieder. Die lassen wir auch weiter runterhängen, hätte ich gesagt. Ich hoffe, hier ist jetzt so dunkel an der Stelle. Ich meine, hier hörst du schon. Ich meine, hier ist so eine Stelle und hier ist so eine Stelle. Da traue ich nicht ganz. Natürlich wäre hier noch eine Möglichkeit, dass man so ein Leuchtepinöpel reinmacht. Es gibt irgendwo, dachte ich, hat es eine Taste gegeben, dass man nachschauen kann, wie die Helligkeit ist. Was F3? Waterlogged Voice, Tab. Mal, äh, Vanilla Server, Client Chunk, Facing West, Client Light 14. Ach so, hier. 15. 18. Ah, hier doch, hier glaube ich, genau bei ziemlich in der Mitte. Kann es gar nicht zeigen. Also direkt neben dem Ding, direkt neben dem Mittelkreuz, sag jetzt mal nach links. Also in die Richtung. Äh, da. Nein, Moment. Hilfe! Ich krieg's zusammen. Da lang. Dahin. Ähm, mittig Client Light 14 quasi. Und wenn ich kurz mal schaue, ich gehe mal kurz schlafen. Ich weiß nicht, ab wann Monster spawnen. Ich habe nur Schiss, dass jetzt hier drin das Creepers spawnen und das alles explodiert. Normalerweise müsst ihr, also 9 glaube ich fehlt gar nichts. Hier ist auch alles tutti. Wenn 8 oder 9 glaube ich ist wurscht. Es ist nur genau hier. Der Punkt. Der Block, der eine Block da. Das war früher
auch mal so, dass auf Slabs nicht gespawnt sind. Aber natürlich ist genau der eine Punkt, ist natürlich kein Slab, also kein halber. Und ein ganzer, weil hier ein Ding drunter hängt, eine Laterne drunter hängt. Weil ich schau mal ganz kurz. Minecraft ab. Gibt es was? Und mal schauen, Boden liegt nicht wirklich. Als weniger als 8 kann. Ich renn mal ganz kurz das ganze Hotel ab. Das haben wir gleich gemacht. Und hier ist jetzt einigermaßen fertig, sag ich jetzt mal. Können Sie mit Lagerfeuer natürlich auch noch behelfen, ist ganz klar. Ich schalte mal auf die View an und schau mal, ob da irgendwo. Aber hier sind wir eigentlich überall tutti. Hier ist ja eigentlich alles. Also 8 ist okay. Hier war es 7, aber ja. Das sind so Ecken, weißt du? Da. Sky interessiert, ne, Block ist interessant. Und 8 ist auch gut. Aber hier ist nichts drunter. Doch, hier ist 7. Ach, fuck. Hier die Ecke, ne? Ja. Äh, man könnte natürlich hier schon Dinger da so reinstellen in der Mitte. Die Möglichkeit besteht. Oh, anscheinend nicht überall. Und gut, sagst du, okay. Dann lassen wir das so. Hier geht leider nicht. Wir haben aber kein 7 nicht, das passt auch. Hier am Eck. Das 7. Dann wollen wir mal. Wie schaut's da aus? Hier wäre 8. Ja, und hier quasi ist genau dasselbe. Zwischen den Dingern quasi. Können wir die Lampen reinmachen. Hier auch. Was? Ach, weil wir halt das Glas haben, gell? Weil wir das Glas haben. Machen wir es halt so, ist doch egal, oder? Das ist nicht so schlimm. Und hier im Eck kann man natürlich. Geht das trotzdem?
Geht trotzdem. Spezialkonstrukt. Hat nicht jeder. Passt, okay. Hier ist nirgends was, würde ich sagen. Ich glaube, wir haben wir zu gut ausgeleuchtet hier unten. Dürfte eigentlich nichts sein. Außer draußen auf dem Balkon. Ja, hier drinnen, ne. Auf den Balkonen draußen normalerweise auch nicht. Hier hinten könnte es sein, im letzten Balkon. Ja, genau da. Weil es genau zwischen den Laternen. Weil natürlich wäre die Möglichkeit da. Ich würde sagen, okay, egal. Es gibt ja Fackeln auch noch. Ich hänge jetzt einfach eine Fackel ran. Passt aber irgendwie nicht so wirklich zum Hotel, finde ich. Ich meine, gut, hier hinten hängen auch welche, so ist es nicht. Also ich habe schon ein paar Fackeln dran. Ja, für den Außenbereich doch ganz okay. Lassen wir mal die eine dran. Schauen wir uns das dann an. Kann ich hier eigentlich eine draufstellen? Nö. Hier kann man eine dranhängen. Besser? Ja, das reicht. Ah, nein, da war noch 7. Der eine Block da. Okay. Der Block da. Da müsste aber der Block auch sein, oder? Der Block und der Block. Das ist mittig. Okay. Steht da eine Laterne drauf. Wenn da drauf wieder nichts spawnen, hoffe ich mal, oder? Normal nicht. Wenn die spawnen am Dach auch, haben wir gesehen. So ist es nicht. Wahrscheinlich hier oben. Aber früher sind die auf, ja genau, früher sind die auf Dinge auf Slabs oder auf so Treppen nicht gespawnt. Eigentlich. Wenn da drin spawnen sie auch nicht. Das haben wir schon mehrfach mitgekriegt. Hier drauf, ja, hier drauf spawnen sie halt wahrscheinlich. Wir werden sehen. Wirklich nur der eine. Genau, hier haben wir es quasi jetzt auch ausbessert. Die Blöcke. Für den Boden, ja. Das wäre halt genau hier. Ja klar.
Thema erledigt. Oder hier geht's nicht. Oder die hier drauf welche stellen einfach Laternen. Statt das Ding da einfach Laternen hinmachen. Das reicht sogar schon, wenn eine da steht. Reicht sogar schon. Okay, dann machen wir eine Pflanze da, oder? Ja. Und eine Pflanze und eine Laterne. Hätte ich gesagt, sind wir jetzt hier oben eigentlich. Ah, hier ist, okay. Soweit fertig. Ich meine, unten ist. Die Zimmer müssen wir noch einrichten von den Hotelgästen. Und die Küche müssen wir noch einrichten. Ein bisschen angefangen haben wir ja. Hier ist ein bisschen hier eigentlich. Ist hier so dunkel? Ne, hier haben wir es. Hier passt schon. Hier haben wir es schon erraten. Das passt ja. Ja, und hier ist sowieso alles cool. Das passt ja. Okay, also ich denke, das passt schon. Ein, keine Ahnung, ist halt hier. Ja, ein bisschen, da steht ein bisschen Zeug rum. Da sind die ganzen Deko-Dinger drin. Keine Ahnung. Ja, die Fässer sind ein bisschen too much. Also die Fässer kann man auch hernehmen. Ist ja genauso groß wie also wie eine kleine Truhe quasi, wie sowas da. Also fast quasi ist genauso groß. Nachteil an einer Truhe muss mindestens eine Treppe, also ich kann quasi jetzt, wenn ich jetzt eine Truhe hinstelle und mache das Beispiel jetzt einen halben drauf, das geht. Mache ich eine Treppe drauf, geht auch, mache ich aber einen ganzen Block drauf, kriege ich die Truhe nicht mehr auf. Am Fass ist es egal. Das kann ich immer aufmachen. Ich meine, komm, passt schon. Ist ein bisschen was herum. Das ist schon okay. Vorerst mal.
Ähm, Ich würde sagen, warte mal, es wurscht sind immer welche Fässer, die man da gelagert hat. Und wie machen wir es jetzt da? Waschbecken? Aber wenn man Material überhaupt an das sieht. Unten haben wir, glaube ich, Diorite genommen. Die da, die polierten. Die haben wir unten hergenommen. Ich meine, schauen so Knochenblock eigentlich aus. Hat eine schöne Arbeitsfläche, gell? Die Geräusche, ne? Weil ich. Oh, irgendwie die. Also es ist jetzt noch nicht fertig. Die Arbeitsfläche wäre da. Genug. Hier hätten wir so Waschbecken. Hier quasi wäre die Ausgabe. Ich meine, da wird man quasi immer was herstellen müssen, denke ich mal. Hier kommen wir so mal hoch. Ich mache jetzt mit dem da ganz kurz noch Treppe. Wo haben wir es denn? Beziehungsweise machen wir so Slabs auch, ha? Innen, ne. Ähm, ja, noch? Egal, das ist wurscht. Einfach so Zwischenbeleuchtung nochmal. Ähm, Frage ist jetzt wirklich. Natürlich haben wir noch ganze Blöcke, wenn wir wollen. In Theorie.
Mein Stein. Was haben wir denn dann poliert? Basalt kenne ich auch noch nicht. Schwarzsteintreppe. Hm. Aber Öfen. Öfen haben wir dreierlei. Und das ist mehr so eine Heizung. Heizung ist da unten. Könnten die Herdplatten sein? Die da meinst du? Du meinst die Dinge, du meinst die da. Ach so. Wobei die halt sowas eh drauf haben. Können wir machen, eigentlich, ja. Man kann es auch so machen. Also ist generell kein Problem. Als Beispiel jetzt, irgendwie glaube ich, finde ich die sind im Eck besser, die Kessel. Gibt ja keinen Wasserhahn leider oder sowas. Das ist das schade. Das ist eigentlich echt schade dran. Kann man vielleicht noch einen Knopf hier nehmen? Ja, was anderes haben wir nicht. Oder ein Hebel ginge noch. So, wäre eine Möglichkeit. So fürs Wasser. Will ich aber auch hier nicht hinmachen, sondern hier dann so. Natürlich könnte man hier hinten auch noch rein. Wenn, wäre eine Option. Schaut das nach was aus? Oder eher nicht so? Schaut gut aus. Meine große Küche braucht mehr Waschbecken. Wir können mal die Ofenstelle hier so lassen, eventuell.
Hier können wir noch Holzöfen hinmachen. Eventuell. Das Bett ist super. Da schläft der Koch. Oder so ein Pizzaofen. Hier haben wir da auch quasi so, da kann man die Bestellungen dranhängen, die Zettel so. Also quasi das rausgeben. Ich war schon Großküchen. Von dem her, ich kenne ein bisschen was kenne ich. Und hier so Pizzaofen eventuell, ja, vielleicht. Ist hier schöner. Dreierwand. So Dreierwand. Wenn hier drei Öfen. Also hier quasi immer Platz. Hier kommt so, sag mal, hier kommen die ganzen Bestellungen hin. Das dreckige Geschirr kann man dann da gleich abwaschen. Hier werden dann Pizzaöfen quasi oder Brotöfen, Pizzaöfen, egal was man macht, was man backt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das noch geht. Na, aber ich glaube, warte mal, den Kuchen, den kann man hinstellen. Ist halt nur der gleiche. Gibt nur den einen. Aber es sind viele Gäste. Ich weiß, wo so die Reise hingeht, glaube ich, oder? Aber tatsächlich essen. Siehst du das? Oh. Es wäre halt cool, wenn es immer anderes Lebensmittel gäbe zum Hinstellen. Kekse zum Beispiel, aber man kann halt nichts hinlegen, das ist so blöd. Kann man den reinhauen, ja. Also, was natürlich noch gehen würde, also was noch funktioniert, man kann zum Beispiel hergehen und kann jetzt als Beispiel jetzt, das kann man machen. Also, ja, so, also, ja, irgendwie so. Wenn es jetzt Essensausgabe so gibt, Kekse und so, Kekse, Apfel, Hähnchen, Melone wäre vielleicht noch nice. Suppe hätte man noch, Ofenkartoffel, Steak. Oder was zum Saufen. Die Frage, wie das ausschaut, wenn man das da hingleistert.
Schnitzel an die Wand tackert. Imi macht schon was her, gell? Man könnte es auch zwei Reihen machen. Blub. Sagt, okay, was haben wir noch? Wir haben quasi Wasser gibt es auch. Wir haben Zaubertränke und so Zeug. Das hätten wir natürlich noch. Ähm, jetzt warte mal, wo haben wir es denn? Da, das ist eine Mango. Keine Ahnung. Apfel. Äh, Salat oder sowas in der Richtung wäre halt cool. Brot gibt es noch. Kürbiskuchen natürlich noch. Eine Pilzsuppe. Ich übertreibe es jetzt einfach mal. Ja, da glaube ich, gefällt es mir nicht mehr. Aber was, und da machen wir Dinger her. Da gibt es Brot und Kekse und Kuchen. Fisch machen wir noch hin. Karotte hätten wir noch. Oder Rana. Ich mache das kurz raus, indem das Standard steht, glaube ich sogar. Eine Karotte. Und hier machen wir noch Fisch rein. Ich glaube, das da. Meinst du denn alles? Ja? Hat schon irgendwas, oder? Log jetzt gleich ganz gewaltig auf, finde ich. Wir haben so neben Tisch eine Glocke, dass die jederzeit läuten können. Wäre gar nicht nervig. Aber hier drin brauchen wir eine Glocke. Dass die Bedienung weiß, dass das Essen fertig ist. Und hier quasi kann man auch raus. Hier quasi können die Bedienungen auch raustragen. Für den Bereich da quasi. Hier kann man das Essen auffüllen vom Buffet. Das aktuell natürlich nicht recht viel haben. Ist halt schade, dass man wirklich nur die Kuchen hinstellen kann. Das ist so schade. Aber was wir machen können, nicht einmal Topf.
Was haben wir denn an? So Schaukel, ich finde auch. Geht das eigentlich? Sushi gibt es auch. Und dann machen wir auch noch was hin. Was machen wir da noch hin? Ähm, Pilzsuppe machen wir noch hin. Hähnchen machen wir noch hin, ha? Ja, dann haben wir da ein bisschen Deko dort. Das geil passt. Ja. Und unten quasi die kleine Küche. Ist also die Snackküche für die Hotelgäste. Kriegt man einen Apfel, kriegt man ein Brot oder einfach eine Suppe mal zwischendurch. Die dann selber vielleicht zubereiten kann. Vielleicht ist ein Automat bloß drin oder scheißegal was. Oder ihr könnt die Küche selber benutzen. Was mir jetzt eingefallen wäre, deswegen habe ich es gerade gemacht. Also was wir noch hätten, wäre das da. Das ist ein Braustand. Den gibt es wirklich. Also es ist Standard Minecraft. Kann man mit Wasserflaschen füllen. Wäre noch. Ich sag mal, schaut immer mehr aus wie so ein Shisha, wenn man es am Tisch hinstellt. Finde ich. Irgendwie. Mit den Schläuchen da irgendwie und mit den. Und die Wasserflaschen da reinmacht. Irgendwie. Das wäre jetzt noch so ein Deko-Element irgendwo vielleicht aus einem Eck. Keine Ahnung, da machen die selber Honig mit oder fragt mich nicht was. Egal. Mit dem Eck dann das brutzelt. Was ich hier eigentlich machen wollte, war das. Ähm, Wir hätten ja quasi hier noch die Möglichkeit, dass man so. Geht das vielleicht nicht? Was geht denn da? Das? Nö. Hm. Bambus gehen. Meeresgurke. Geht nicht. Das ist ein Kräutereck für frische Kräuter einfach. Weil natürlich ist das typisches, typische Gastronomiemasche, sage ich jetzt mal so. Oh, wir haben hier frische Kräuter. Natürlich zupfen wir aus diesen 3 Blumentöpfen für alle
5000 Pizzas, die ich am Tag verkaufe, die frischen Kräuter runter. Nur hier, der Sack mit den getrockneten Kräutern, der da unten liegt, den seht ihr nicht. Oder der, wo da drunter liegt. Aber nur von diesen drei Pflanzen. Du wirst lachen. Es ist leider halt echt so. Also, ich verstehe es. Mein, schade. Dann machen wir da noch ein Basilikum hin. Man kann natürlich auch wirklich, also jetzt ernsthaft, sag ich jetzt einmal, theoretisch könnte man natürlich sagen, okay, ich mache da herum. So, haben wir denn als Beispiel, ich sage jetzt einfach nur, wenn man hier einfach noch ein paar so Kräuter hat, die wachsen bestimmt gut in dem Superlicht. Da haben wir so ein bisschen Reserve herum. Weißt du, ich meine, einfach so, ich meine, es ist ein Spiel, es muss nicht alles Sinn machen. So, wir bauen eh viel zu realistisch, finde ich. Ich weiß nicht, ob wir das wollen. Mir fehlt einmal eine. Also, keine Ahnung. Ich meine, man kann hier nur durch, ist ein Dachboden, was soll das? Und hier noch einen Tisch hinmachen, die haben halt das einfach so provisorisch hergebaut. Die brauchen Platz für irgendwas, haben sich gedacht, ah, scheiß an. Man muss, ach, scheiße. Man muss hier quasi nicht wirklich was, es muss nicht unbedingt Sinn machen, das stimmt schon, ja. Es reicht, wenn hier, Beleuchtung haben sie ja, das ist so, die Kräuter werden jeden Tag frisch gekauft. Ihr habt die jetzt einfach mal. Hat man noch so einen Fahren, hat man zum Beispiel noch, oder? Ne? Irgendwie so. Oder sogar in der Mitte auch noch zu machen.
Haben wir hier oben so zumindest so einen kleinen Kräutergarten. Für die Pizza. Nur für die. Nur für die Pizzen. Und hier sind Gurken drin. Lauter Essiggurken. Die brauchen wir für einen Wurstsalat. Aber ich muss ehrlich sagen, mir gefällt's. Ich finde das echt nice. Also kleines Detail hier gut, das Ding. Die Kuchen, Bimmel haben wir dran. Die Öfen mit den Platten seitlich auch noch. Die Pizzaöfen. Hat ein System. Auch hier oben ist auch genutzt. Sind, ich gerade auch nur, wenn für irgendeinen Schmarrn. Hier sind Kräuter einfach nur, die werden hier gelagert. Und auch andere. Hier ist Dekozeug drin für Weihnachten, für Silvester, für Fasching, für Ostern, für Neujahr, für, ach, hau mich ab, für einen Ramadan, keine Ahnung, für was alles. Und wir haben so Gurkenfässer und Weinfässer, scheißegal. Aber hier ist so, wir brauen unseren Wein selber. Mhm. Sagst du was? Mhm. Geil, fertig. Ja. Setz dich schon mal hin, wir kommen geil. Mhm. Und der Franz den Rausch, das stimmt allerdings, ja. Wo geht das? Das wäre natürlich noch cool, wenn man das zumachen könnte. Geht hier leider nicht, weil die Laterne und der Kuchen steht. Ah. Gehört zu, gehört offen. Ne? Und das können wir jetzt hier leider nicht machen, glaube ich. Weil der Teppich davor ist. Andererseits war das mit den Dingen, mit den Lampen. Wir tun so, als ob man es zumachen könnte. Na, dann kann man die Bestellung auch nicht hinhängen. Das passt, das passt. Wir lassen es so. Ich glaube, so ist hübscher. Ja gut, was fällt denn ein, Alice? Hier haben wir jetzt den Essbereich. Hier auch. Hier ist noch ein bisschen kahl irgendwie, gell? Hier ist quasi nicht Franz oder Hans, hier ist kahl. Leider nicht, nein. Leider nicht. Kerzen wären so schön. Kerzen vor allem. Was es gibt, was mega nervig ist. Seit was wie das auf Deutsch heißt. Das Ding. Notenblock.
Und je nachdem, wo der Notenblock draufsteht, macht er andere Töne. Also jetzt gleich das Beispiel, Erde. Holz. Du wirst lachen, es gibt Leute, die komplette Musikstücke mit Minecraft programmiert haben, mit dem Redstone, das man quasi da hinlegt. Also die gibt es ja auch Repeater, die dann weiterentwickeln, die Fackeln, die dann quasi durchschalten. Und quasi die Dinger, glaube ich, die Blöcke, glaube ich, kann man mit Redstone, glaube ich, befeuern. Dachte ich mir. Warte mal, ich schau mal. Also da gibt es mit so einfachen Dingen so eine Möglichkeit, aber das suche ich gar nicht. Ich suche eine Jukebox. Plattenspieler wahrscheinlich, oder? Ah, Plattenspieler ist okay. Es gibt nämlich auch Schallplatten mit furchtbaren, weil ich die gar nicht kenne, glaube ich. Ah. Tanzen, ja. So, Also die meisten sind echt. Das ist neu, glaube ich, die da. Ah, die. Wo sind die Cat? Die Melohi. Cat, die war scheiß nervig. Das weiß ich noch. Ich sag mal, es ist ein Schallplattenspieler. Er steht jetzt da. Der wohnt jetzt da. Schallplatte, die man so reinsteckt, ich habe es noch nie gesehen. Ich habe tatsächlich unmittelbar einen hinter mir. Genau, wir lassen ihn da wohnen, das stimmt, ja. Und Schallplatten gibt es keine aktuell. Der ist noch da. Der ist jetzt da. Okay, mach zu. Und ich würde sagen, dann haben wir jetzt eigentlich für hier oben. Schaut mega nice aus. Ach, selbst hier oben hat einen Sinn, das Zeug. Fällt mir voll, ohne Scheiß. Richtig nice. Natürlich könnte man auch noch wie das hier, man kann den Teppich natürlich auch am Boden hinlegen. Also die Möglichkeit bestünde auch noch, aber ich glaube, das wird dann zu viel, wenn noch Teppich durchkommt. Mega. Aber eine Sache haben wir noch nicht gemacht. Wir haben jetzt quasi hier dekoriert. Also ich denke, da kommen immer wieder so kleine Vierteldinger dazu, aber es mal für den Anfang ist ganz cool, finde ich. Mir gefällt's. Auch das ist mega nice, wenn man reinschaut. Man sieht halt was. Es ist nicht so stingend langweilig, wenn man irgendwo reinschaut. Da passiert was. Es ist was da. Man sieht was. Es ist da was da. Es ist da was da. Ja. Da unten wohnt der Krawuckel. Der erschreckt die kleinen Kinder. Das passt da. Hier kann man rein, da kann man raus. Ich finde es geil.
Aber, ich meine, da brauchen wir jetzt bloß eine grobe Richtung, sage ich jetzt mal. Ober, Ober, Ober. Die Snackküche ist auch okay, würde ich sagen. Gut, die können wir uns vielleicht noch so einen kleinen Topf reinstellen. Dass die auch irgendwie so Balsamico-Zeug haben. Oder irgendwie sowas in der Richtung einfach. Franz! Franz, das stimmt, genau. Franz! 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 Hab dich gesehen. Franz! Ah. Hier sind Grill. Hier ist Wasser drin. Können aus dem Waschbecken saufen, wenn sie wollen. Nein, ich meine, ich glaube, das passt. Gut, Pizzaofen gibt es hier vielleicht keinen, aber sie können hier was grillen, wenn sie wollen. Die Küche ist auch ganz cool, finde ich. Leute haben es. Hier oben sind da Dinge drin. Keine Ahnung, Brot, der gar nicht hat. Genau, Pizza gibt es oben, genau, das stimmt schon. Das ist ja wirklich nur so für die Nacht, einfach, dass man irgendwie so Hunger hat. Also hier sind noch Äpfel drin, ist noch Brot drin, ist ja egal, einfach da ein bisschen was da ist. Heißt, Borscht gibt es in Minecraft. Borscht. Ich mag Borscht. Eine kalte Suppe, das passt, das können sie eh, kann man dann abends auch gut essen. Brot dazu, Essiggurke dazu von oben. Da ist was drin. Das passt, hier haben wir noch ein paar Äpfel. Aber noch. Melone gibt es hier noch. Noch ein bisschen Brot rein, dass die was zum Fressen haben. Ja, das ist ja wurscht. Ich meine, das ist jetzt nicht tragisch, das Zeug. Aber dann haben sie ein paar Snacks. Kann man sich immer wieder was holen, hätte ich gesagt. Aber was ich raus wollte, wir haben jetzt quasi hier den Gang einigermaßen. Der Gang darf so bleiben. Der muss jetzt nicht allzu detailreich sein. Ja, die eh kleine Dinger, die Lampen, die sind unterschiedlich. Hier die Einkerbungen, die Schilder sind dran. Hier haben wir jetzt die Lampen drin. Das finde ich schon okay. Aber die Zimmer. Also jedes Zimmer hat immer eine Lampe und jedes Zimmer ist gleich groß mit den drei Fenstern. Und jedes Zimmer hat einen Ofen drin. Manchmal sind zwei Betten drin, manchmal ein Bett. Aber was machen wir da noch rein? Mein Nachtkästchen. Kann man auch noch eine zweite Laterne draufstellen, vielleicht, wenn man mag. Das kann man mit einer Treppe machen, vielleicht, eventuell. Mit einer dunklen.
Ruhe für Kleider ist auch nicht dumm. Hast du vollkommen recht. Ruhe. Geht der Platz schon aus? Warte mal, machen wir da noch ein Regal hin, oder? Ich suche noch ein Regal. Gibt's da nicht, gell? Doch, ein Bücherregal wird es geben. Ach, Bücherregal gibt es auch noch. Weißt du was? Ähm, Erst zur Leseecke. Das ist eine kleine Bücherei. Also so klein ist die gar nicht. Ach, cool, oder? Finde ich auch. Mal rausschauen, links und rechts. Quasi Buch ausleihen oder holen, am Zimmer lesen oder hier reinsitzen. Wenn es noch irgendwas geben würde, was ausschaut wie Automat. Getränkeautomat könnte man da reinstellen irgendwie. Könnten ausschauen wie Automat. Was gibt's denn da? Das sind Schienen, die kann man leider nicht horizontal hinmachen. Warte mal. Nur mal testweise. Machen wir da. Muss man so mit einem Hebel runterdrücken, oder? Ist das ein Kühlschrank? Es ist ein Kühlschrank. Und wie verstecke ich die Dinger, die Hebel? Wir haben hier keine Zweierwände. Das heißt, wenn ich da so einen Hebel dran habe, kann man sagen, okay,
Weißt du, ich habe den jetzt quasi in der Mauer drin. Der würde so quasi nicht auffallen. Aber wenn ich ihn in die Mauer rein tue, hat er der nächste Gast im Zimmer drin. Es sei denn, wir bescheißen hier designtechnisch ein bisschen. Ich würde auch sagen, wir gehen jetzt mal her, wir machen da mal. Ich muss die seitlich dran machen, das bringt eh nichts. Nein, dann kann ich es da nicht reinmachen. Ging nur im Eck. Das ginge nur im Eck. Aber das müssen wir da schon unterkriegen irgendwie. Wir das da rausmachen? Und stellen. Aber das ist blöd, gell, so. Äh, Waschbecken ins Eck hinter. Wassereimer. Geht das? Okay, eine haben wir schon. Einer ist schon versteckt. Ähm, Geht das? Okay. Kann man da hin machen? Hier meine ich. Äh, Ich bleibe bei dem. Ich sag mal so im Groben ist es massiver Beschiss, aber das ist dann der Wasserauslauf, egal, der geht da durch. Wurscht, machen wir uns keine Gedanken. Da steht der Kühlschrank. Haben die quasi jetzt hier Getränke drin, kühlte Getränke. Und die Frage wäre jetzt, kriegen wir sowas da eventuell auch noch und, oh, ich glaube, nee, das wird zu viel. Ja, ich glaube, das passt. Die Leseecke ist okay. Die Leseecke passt. Ja, jetzt weiß ich nicht mehr, wie es heißt. Bücher, ne, Lesepult. Sowas gibt es übrigens auch. Das war das, was wir Oma gehabt haben quasi. Also könnte man quasi
Das kann man auch machen. Können wir vielleicht oben? Also was machen, ist zwar bloß eine ganz Kleinigkeit und interessiert keine alte Sau, aber sie ist da. Nämlich, hier oben stehen noch zwei Lesepult. Falls irgendein Meeting, irgendein Treffen oder was ich was für ein Zeug ist, dann haben sie Lesepult. Sie müssen halt dann runtertragen, wenn sie es brauchen, weil die nicht oft gebraucht werden. Sie sind da. Man könnte auch hier nochmal eins hinstellen, wenn man wollen würde. Eventuell. Oder hier so. Aber es geil passt. Haben wir hier die Rezeption, wo eigentlich die dann hingeleitet werden von Franz, wo er hin will. Aber genau, haben wir jetzt quasi eine Küche mit Grillplatz, mit Wasserhahn, mit Öfen, mit Essen, was Snacks, also mehr so Snackzeug, sage ich jetzt einfach mal. Dass ich ein bisschen was kochen kann, wenn man mag, oder was warm machen. Jetzt kommt richtig blöde Idee. Ich meine, wie schaut denn das aus? Okay. Jetzt müsste mal in der Deko-Update kommen, ein kleines, ja. Die machen schon echt viel coole Sachen. Das sind Gerüste. Man kann quasi so anbauen und kann quasi dann überlaufen. Die bauen sich automatisch an und ganz leicht ab mit einem Klick. Aber statt Erde quasi, da brauchen wir erstmal einen Bambus-Dschungel wieder, wenn man das findet. Also was mein Gedanke jetzt gewesen wäre, Alice, Banner hätten wir noch zum Aufhängen, könnte man auch selber machen. Webstuhl, Kreissäge, Steinsäge haben wir, okay, Schleifstein. Zeug existiert alles zwischenzeitlich. Umzugskarton, Bienenstock. Schaut das aus wie eine Waschmaschine? Eher so semi, oder? Schon ein wenig, gell? Haben wir vorher schon gedacht, wie wir es platziert haben. Da war ich glaube versucht, was irgendwie. Hm, dann machen wir jetzt dann nochmal was. Es sind halt jetzt weniger Zimmer, ist egal.
Aber nicht so viele Möglichkeiten. Das ist irgendwie. Ich meine, es gibt natürlich schon ein Hemd. Eine Lederrüstung, sage ich jetzt mal. Sowas gehört halt eigentlich im Keller. Ist das Waschmittel? Jetzt ist es Waschmittel. ähm, ist nicht besser, ne? Aber das Hemd ist irgendwie. Was soll man auf den Waschraum draufschreiben? Der dreckige Waschlappen? Nee. Farbstoff. Schreibt man da heller drauf? Nee, auch nicht. Ich weiß nicht, das müsste halt eigentlich im Keller runter. Der Waschraum. Müssen wir noch einen Keller bauen. Waschmittel. Trockner dazu. Irgendwie. Ich weiß nicht. Es ist. Ja, einerseits. Vielleicht sollte man noch Ding machen. Vielleicht sollte man irgendwie. So ist besser, ne? Kann man quasi hier waschen, kann die Wäsche zusammenlegen.
Was noch fehlt, ist ein Kuchen. Okay, eigentlich stelle ich mal Boxen einfach, dass das was dort steht. Meiner hin. Ist ein bisschen groß. Warum gibt es auch nicht, gell? Schade eigentlich. Ist egal. Das ist der Waschraum. Waschraum, eine Bibliothek haben wir. Wir haben eins, zwei, drei. Wir haben ein Lager für das ganze Zeug. Mit eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10, 11, 12, 13 Zimmer. 13 Zimmer haben wir jetzt aktuell hier unten. Egal. Das ist ein Restaurant, wo man auch über Nacht bleiben kann. Wenn man zu viel sauft. Franz ist Dauergast. Ruhe für Kleider, Nachtkästchen, Lampe, der Standardausstattung mal. Ofen haben wir eh. Ofen könnte man sogar in die Wand reinbauen, dann wäre er halt irgendwo sichtbar. Ja, Nachtkästchen, was macht man da? Ja gut, was generell vielleicht nicht schlecht wäre, wäre auch eine kleine Sitzecke. In den Hotelzimmern ist meistens nicht so viel Platz, sag ich jetzt mal. Schaut das braun aus? Weißt du, kleiner Schreibtisch. Ah, jetzt warte mal. Schrank. Okay, das bis gleich. Gibt's noch? Eigentlich warum nicht, gell? Eigentlich warum nicht?
Mist. Ich meine, es gibt hässlichere Zimmer. Man könnte natürlich jetzt noch sagen, okay, man macht den Ofen dahin und da ins Eck den Schreibtisch. Hätten sogar zwei Platz. Ist ja ein Doppelbett. Hier. Hier. Ich gehe mal davon aus, das sind extra Betten. Und zwei Nachtkästchen. Mit einer Lampe. Geht der Schrank in klein auch? Wahrscheinlich. Schaut aber nicht so cool aus. Dann machen wir es jetzt anders. Da ist der Falltür. Mehr noch machen. Einfach das noch zumachen könnte wieder. Das ist ein bisschen noch zusätzlich ein bisschen anderer Aspekt mit drin. Die Betten, wie bauen wir die hin? Oder ein Doppelbett? Die Idee mit dem Tisch da in der Ecke finde ich ganz cool. Ofen, der Ofen, der Ofen, der Ofen, der Ofen. Einfach da. Wenn man es denn da gemacht. Zwei Laternen einfach nur. Hm. Gut, es geht halt irgendwie. Es ist ein Standard-Doppelzimmer einfach. Es ist ein Einzelbett. Der hat hier trotzdem eine Sitzecke. Aber in dem Fall so.
Oder Nachtkästchen, hätte ich gesagt, oder? Aber das Bett anders hin? Licht. Ofen machen wir in die Ecke. Hm. Aha, 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 aha. Irgendwie, machen wir ganz kurz über alle Türen die Dinger drüber. Über alle Fenster. Was haben wir da gepusht? Dann brauchen wir das schon mal mitnehmen. Hier. Hier geht's nicht, das lassen wir da, ist egal. Aber hier geht's. Hier geht's auch überall. Dann haben wir zumindest die Dinger mal fertig. Da können wir, genau, das, hier können wir es aber drauf machen. Man muss da nicht jeder reinschauen die ganze Zeit. Ich habe sogar mal ein bisschen runtergelassen, weil sie hochklappt. Bibliothek können wir es auch hoch machen. Einfach falls wir das blendet oder sowas, dass man so machen kann. Passt. Passt, passt. Die sind fertig. Okay. Da haben wir es drauf. Und da haben wir es auch überall drauf. Okay. Wollte ich schon wegmachen. Das ist Schrank. Das ist Tisch und Bettkästchen. Laterne und ähm, Laterne und Ding ist da. Und die Betten sind normalerweise drin. Geil, komm. Da waren wir, oder? Genau. Da brauchen wir so einen Schrank. Wir lassen einfach mal eine einzelne Truhe, können wir natürlich auch machen. Oder so einen kleinen Schrank einfach mal. Das ist ja klein, ja, weiß ich nicht. Hm. Hat schon hoch die Zimmer da irgendwo. Bilder haben wir da noch. Gemälde. Die sind zwar mega hässlich.
Sag mal, in welchem Hotel sind die so schön, die Dinger? Also das ist die gar nicht, okay. Oh, interessiert ihn nicht. Da müssen wir mit Klötzchen aushelfen. Naja. Das ist ja nice. Das will ich haben. Ähm, Kleine gibt's da auch, oder? Was so kleine sind? Geht es? Dahin? Keine Ahnung, was es sein soll, aber das passt schon. Das sind Seegurken, glaube ich. Egal. Komm, oder? Ich meine, das geht doch, oder? Wäre über dem Bett fast schöner. Oder so Abzeit da. Egal. Hat zwei Bilder. Hier würde ich es gern mal separat lassen. Dann machen wir jetzt einfach mal hier Nachkästchen hin, ganz normale. Dann machen wir auch hier in der Mitte. Machen wir jetzt einfach einen Tisch hin. Bilder kriegen Sie auch zwei. Egal. Und Schrank. Schrank, 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 Schrank. Ist es nicht die ideale Einrichtung? Aber es ist ein anderes Zimmer von der Aufbauart her.
wurscht, das lassen wir jetzt so. Wieder Einzelbett. Einzelbett haben wir gesagt, tun wir wieder an die Wand, hätte ich gesagt. Plätzchen. Ofen kann da bleiben eigentlich. Alice, mir ist gerade noch was eingefallen. Wir können Bilder machen. So ein bisschen tricky sei jetzt mal, dass man die hinkriegt. Weil ein kleines. Man kann sie quasi abgrenzen mit den Blöcken. Es sind natürlich willkürliche Bilder, man muss aber durchschauen. Aber zumindest sind es Bilder. Hier ein Bild herin. Kleines. Die Zimmer schauen jetzt alle ein bisschen anders aus. Schrank, Jalousien, Doppelbett mit Ofen und mit Sitzecke. Ja, auch ein Doppelbett mit anderer Sitzecke, Schrank, also eigentlich nur spiegelverkehrt, sage ich jetzt mal. Auch ein kleines Bild. Das ist ein Einzelzimmer mit zwei Bildern. Ein kleiner im Schrank, Ofen und eine Sitzecke. Ist ein bisschen leerer, ist egal. Also, ja doch. Gibt nicht Ruhe. Hier quasi auch zwei einzelne Betten mit Sitzecke so da quer. Hier großer Schrank, Ofen. Hier haben wir schon vier Zimmer. Das ist eigentlich sieben, weil das ist ja ein Zimmer, der Waschraum und die Bücherei ist ja ein Zimmer, sage ich jetzt mal. Hier habe ich wieder gesagt, wieder separat. Ofen lassen wir da. Ähm, die kriegen wieder ein Ding. Schau, was haben wir denn für Bilder noch? Mach mal Einser-Bilder. Also Dürüm oder was immer das sein soll, keine Ahnung. Sitzecke machen wir da auch wieder hier. Oder machen wir da mal ein. Können wir mal so einen Schrank machen, wenn wir wollen. Ist das was meinst? Das ist eine Kommode. Sieht komisch aus, ne? Kann man das so lassen oder schaut das komisch aus? Eine Alternative, dann geht es natürlich wieder bis dahin. Wenn der Schrank wird dann quasi hier genau bündig werden wieder. Muss er lassen. Okay, dann lassen wir es so. Wenn Alice es sagt, dann passt es. Dann kommt hier eine Sitzecke hin. Wenn die schlafen miteinander in einem Zimmer, also müssen sie die einigermaßen verstehen, würde ich sagen, oder? Bei dem ist es ein bisschen enger. Aber dem eigentlich auch. Egal. Noch einen Schluck auf. Anderes Zimmer. Genau, hier ist Einzelzimmer, hier war ich gerade dabei. Dem machen wir jetzt einen großen Schrank in die Mitte einfach mal. Einfach weil er den nicht braucht.
Ähm, Ofen kommt aber in die Ecke. Laterne kriegt er noch. Hier wieder Sitzecke. Sitzecke, Schreibtisch, je nachdem. Und Bild hängen wir dem jetzt. Kriegen der, was haben wir denn für Bilder? Wir hätten eine dreifache. Oh, Spinne magst du nicht. Sah komisch aus. Das ist auch komisch. Die großen sind wie Kacke, oder? Es gibt, glaube ich, so Donkey Kong-Wand. Kurz ausprobieren. Ach Gott. Man kann die wohl irgendwie selber. Da gibt es ein Kung Fu-Bild. Gibt's noch? Hast du da irgendwie eine drin? Skelett in einem Schuh? Ach da, das war so Donkey Kong. Ja gut, passt da eine drin. Und wo war ich da gerade? Ja doch. Hier haben wir fertig, ne? Genau. Komm, da kommen nur so zwei Bilder dahin. Das da. Ne? Da haben wir 1, 2, 3, 4, 6 Zimmer haben wir jetzt schon fertig eingerichtet. Ich würde sagen, aua. Wäre auch noch ein so Zimmer. Mm, Ruhe. Jetzt dahin. Schrank. Nochmal. Mm, was vergessen, wir haben einen Kleiderschrank, wir haben Bilder, die Jalousien haben wir haben die Lampe, wir haben die Laterne, wir haben ein Nachtkästchen, das Bett, wir haben einen Ofen. Sitzecke fehlt noch. Machen wir mal so. Bisschen mehr Platz, egal. Da kommt ein Bild hin. So Obstdingsbums ist wurscht.
Nochmal ein Einzelzimmer. Ähm, Laterne. Hier haben wir das Problem, dass wir quasi den Schrank nicht wirklich unterbringen. Glaube ich. Wir kriegen mal jetzt hier eine Sitzecke hin. So ein Fenster. Und man könnte natürlich wieder die große Truhe machen, wie wir gesagt haben. Eine Lampe. Oder wir machen den Ofen ins Eck. Stellen wir hier wieder eine Truhe rein. Mittig. Machen wir den Ofen da ins Eck. Machen da noch einen kleinen Schrank rein. Ne? Dann haben wir die Seite komplett. Haben wir nächstes Mal noch eins, zwei, drei, vier Zimmer hätten wir noch. Was sollen wir die heute noch machen? Das nächste Mal können wir dann mit der Taverne anfangen, eventuell. Wäre so ein Projekt, sage ich jetzt mal dann. Kann man sagen, ob da ein Zimmer noch. Ja, jetzt ist ein Doppelzimmer. Das ist ein Doppelzimmer. Das ist ein Doppelbett. Doppelbett. Einfachzimmer. Einfachzimmer. Einfach. 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 Doppelzimmer. Doppelzimmer. Dann machen wir es fertig, Alice. Dann machen wir es fertig. Ich habe gerade überlegt, ob ich mal schon aufhören, aber wenn du sogar noch 15 Minuten da bist, dann würde ich sagen, machen wir es sogar noch fertig. Wenn alt, wir wissen, dass quasi okay, wir wissen ja quasi die Art die haben wir jetzt quasi, wie wir es machen wollen. Problem ist immer am Anfang, bis man es rauskriegt, was man macht, wie man es macht, wenn man dann das System drin hat, geht ja, gehen jetzt immer eigentlich ruckzuck. Bild reingehängt, was immer das auch sein soll. Google der Essen kotzt, ich weiß es nicht. Ähm, Ofen kommt wieder da rein. Hier kommt wieder die Sitzecke hin. Genau, sind wir fertig. Ja, natürlich könnte man jetzt hergehen und könnte sagen, okay, als Beispiel jetzt noch hätte ich fast Bett hingelegt. Aber
Brauch. Ähm, Ofen wir das mal auf die Seite da. Dann kommt der Schrank da mal wieder ins Eck. Da kommt. Genau. Ernsthaft. Du hast nichts kaputt gegangen, oder? Also, okay, da waren wir noch gar nicht. Waren wir noch gar nicht? Hä? Eine haben wir gemacht. Auge ist fertig. Ach, okay. Da mal die Creeper rausschauen. Und eine Ecke. Glaub. Schaut ja kacke aus. Haben wir noch? Einer. Aber nicht mehr Akkord, nennen wir das. Das ist ja schon Nachttischlampe. Ein nices Bild. Ähm, Das stimmt allerdings. Das stimmt allerdings. Den machen wir es jetzt mal so. Kriegt aber einen großen Schrank. Ja. Ofen, Bild, Nachtkästchen. Passt. Noch zwei. Doppelbett, Doppelzimmer und Doppelzimmer. Okay. Hier haben wir schon angefangen. Das war die falsche. Man quasi so ausmacht. Ofen ist hier. Hier machen wir wieder die Truhe, hätte ich gesagt, die lange. Ähm, Bilder kriegen die auch. Typischen nichtssagenden Hotelbilder. Ja, ich bin schon neidisch. Die schauen schon rein die ganze Zeit. Und hier machen wir jetzt noch ein bisschen anders.
glaube ich. Da kommt der Ofen jetzt mal dahin. Schrank da drauf. Jeder kann man jetzt aber durchgehen. Ähm, Laternen und dann kommt da noch eine Sitzecke hin. Ist da. Bilder. Krautsalat oder was immer das ist. Ja, und den Grieper hätte ich gerne nochmal. Okay, perfekt. Ich glaube, wir haben es. Kurz ausräumen. Ja, ich glaube, wir haben es. Ja gut, hier gibt es natürlich keine Rezeption. Brauchen wir nicht. Essen ist da, Kühlschrank ist da. Franz macht das schon. Perfekt. Franz kennt sie aus. Franz! Franz! Er pennt bestimmt wieder oben im Dachboden. Aber gut, könnte man notfalls hier noch. Hier könnte man so eine kleine Rezeption reinmachen, wenn wir wollen würden. Da bauen wir irgendwann noch einen Keller. Mal schauen. Und es pisst. Auch noch eine Sache. Ich hole mir noch ein Schild. Da schreibe ich drauf Taverne. Dann schalten wir mal kurz wieder auf Überlebensmodus um. Ich kann nicht schlafen aktuell. Aber er kostet gerade seine Rüstung. Bäh. Die rostet doch. Ach Gott. Ach pfui. Aber Alice, ich würde sagen, dann lasse ich dich ins Bett. Mir passt auch recht gut, um ein bisschen eher aufhören. Und nächstes Mal dann, sofern wir Minecraft machen, natürlich ganz klar, glaube ich, schauen wir mal entweder Taverne oder was wir sonst noch bauen können. Mal schauen, aber Taverne war so eine Idee. Wäre dann auch die Bar, die du gesagt hast, die du gern hättest. Und so wird es nach und nach größer, das ganze Ding. Ich meine, das ist schon gut groß hier. Drin qualmt. Die verruchte Spelunke, genau. Die haben wir raus, das passt ja. Na gut, okay. Alice, ich wünsche dir eine gute Nacht und allen anderen natürlich auch, die zuschauen. Eine gute Nacht. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Das ist auf jeden Fall morgen. Okay, gute Nacht und bis bald. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Ciao, gute Nacht.